beginnen nun mit den Armen. Und zwar hat hier Julia den ganzen Arm tätowiert. Und da werden wir auch viel entdecken. Und ihr könnt schon sehen, ich fahre mit dem Pinsel hier über dieses Motiv entlang. Das ist so im Fantasy-Stil gestochen. Und du kannst uns ja gerne mal erklären, was das zu bedeuten hat. Also das ist ein Baum und hier oben auf dem Baum, da sitzt auch meine Eule, die für meinen Sohn steht. Und Die sehen wir hier. Und diese Eule, die war eben zuerst da und die habe ich stechen lassen, weil mein älterer Sohn immer mit den Tattoo-Wandbildeulen geredet hat. Ach, wie süß. Und dann dachte ich, lasse ich doch mal eine Babyeule für ihn stechen. Und der Tattoo-Künstler meinte damals schon, er sieht meinen Arm als Leinwand und würde da gerne noch einen Baum dazu stechen. Da könnte man dann noch weitere Kinder verewigen als Tiere. Ah ja, das ist ja eine ganz tolle und schöne Idee. Genau, dann haben wir hier den Baum. Ich finde auch, der Baum hat so was Kraftvolles, Starkes, was einfach auch zur Familie passt, meiner Meinung nach. So der Stamm, die Eltern als Stamm und die Kinder dazu in den Ästen. Sehr, sehr schön. Gut, dann sehen wir hier an dem Arm noch ein weiteres Tattoo. Und zwar sieht das aus wie so ein Mandala. Genau. Und hier läuft auch noch so eine verschnörkelte Linie nach unten. Mhm. Auch ganz filigran gestochen. Sehr schön. Das ist eine Lotusblüte. Die steht für meine Liebe zu Thailand. Die habe ich mir auch in Bangkok stechen lassen. Das war eine ganz spontane Nacht- und Nebelaktion. Oh, wirklich? Tatsächlich war das in einem Tattoo and Bar Shop, wo ich war, und ich habe mir das dann ganz spontan nachts stechen lassen. Aber ich habe es nicht bereut. Und ja, ich liebe das Tattoo. Im Nachhinein würde ich das aber nicht empfehlen, das einfach so irgendwo zu machen. Ja. Auf jeden Fall mutig und spontan. Aber schön, wenn man da so ein beliebtes Land mit in Verbindung bringt. Gut. Ja. Gut. Dann schauen wir einmal auf Julias Rücken und entdecken auch hier wieder mehrere Tattoos. Und zwar ganz, ganz schöne. Hier ist ein kleiner Spruch. Ich lese ihn einmal kurz vor. Wer nicht in die Welt passt, der ist immer nahe daran, sich selber zu finden. Hermann Hesse. Dann beginnen wir doch mal hiermit. Was hat dieser Spruch auf sich? Ja, das war in so einer Zeit
wo viele vielleicht zu Anfang 20 in so einer Selbstfindungsphase waren und wo ich dann gemerkt habe, dass viele meiner Ansichten nicht so der üblichen Gesellschaft entsprechen und war aber eigentlich mit mir total im Reinen trotzdem. Ja, sehr schön. Da ich auch viel Hermann Hesse zu der Zeit gelesen habe, fand ich den Spruch so passend und wollte den tatsächlich auch auf der Haut haben, immer zur Erinnerung, dass man nicht immer der öffentlichen Meinung entsprechen muss. Ja, das finde ich auch total gut und jeder ist ja doch so ein Individuum und man muss auch gar nicht überall reinpassen. Okay. Dann schauen wir einmal weiter hinunter am Rücken und entdecken hier eine Feder. Und dann nehme ich jetzt auch am besten gleich mal das entsprechende Werkzeug dazu. Da haben wir nämlich auch eine Feder. Genau, hier diese wunderschöne Feder und da fliegen von ihr ganz, ganz viele Vögel davon. Das ist ja ein Motiv, was glaube ich ja doch mehrere Leute haben. Ich habe es aber tatsächlich stechen lassen, als es noch nicht Mainstream war. Für mich das absolute Symbol für Freiheit, weil ich mich da aus einer toxischen Beziehung gelöst habe nach 4 Jahren. Und das war so mein Symbol dafür. Und ja, erinnert mich auch immer an die Zeit und an die Stärke. Ja. Ja. Genau. Gut, ja, ist ja auch ein entscheidender Lebensabschnitt. Und wenn man sich von so etwas lösen kann, dann verspürt man dann auch wieder diese Leichtigkeit und kann wegfliegen wie diese Vögel in ein neues Leben. Sehr schön. So, ich glaube, am Rücken waren das die einzigen. Ja. Genau, da geht es jetzt nämlich mit den Beinen weiter. Beinen. Ui, sehr interessant. So. Okay, dann gehen wir mal einen Schritt weiter und begutachten die Beine. Und da sehen wir auf diesem Bein auch wieder so ein Mandala. Das ist die Hand der Fatima, heißt das. Das ist so ein Schutzsymbol und auch Abwehrsymbol gegen den bösen Blick in Anführungszeichen. Und ja, das habe ich mir tatsächlich hauptsächlich stechen lassen, weil ich es schön fand. Ja, es ist auch echt sehr schön. Es müsste an manchen Stellen nochmal nachgestochen werden, aber irgendwann mache ich das dann. Ja, da sehen wir auch hier so ein Auge. Genau. Dieses Total Auge schön. soll eben den bösen Blick. Ah ja, genau, das war der böse Blick. Ja, total schön. Gut. Dann, genau. Ja, hier sehen wir jetzt mal ein buntes Tattoo in Farbe. Und da erkennen wir, ja, ich würde sagen, so eine kleine Elfe Genau. mit solchen schönen Blüten.
Lilien. Das ist jetzt tatsächlich auch eins, was ich so hauptsächlich habe stechen lassen, weil ich es schön finde. Ja. Also ich habe immer schon als Kind so starke Verbindung zu Elfen, zu diesen Fabelwesen gehabt. Fand ich immer schon ganz toll und wollte auf jeden Fall auch so eine am Körper haben. Und dachte mir dann, passt wie so eine Art Strumpfband. Ja. Die Lilien, also die gehen auch wirklich einmal komplett um den ganzen Oberschenkel rum. Und ja, das war wirklich eins der schmerzhaftesten und aufwendigsten Tattoos. Also es waren, ich glaube, insgesamt 12 Stunden. Oh je. Und aber auf 3-mal aufgeteilt. Also das kann ich mir auch sehr schmerzhaft vorstellen. Also gerade der Innenschenkel, da habe ich schon echt... Ja, die Zähne zusammengekniffen. Oh ja, Das glaube ich. das trifft es, das trifft es. Aber auch echt total schön und ja, so ein richtig schönes weibliches Tattoo. Genau, Ich mag das auch mit so Elfen und Blümchen. Richtig schön. bin auch da ganz, ganz großer Fan von femininen Tattoos. Weil gerade früher hat man ja gesagt oder gedacht, dass Tattoos was Männliches sind. Stimmt, ja. Aber ich finde, die richtigen Motive können auch sehr, sehr weiblich, sehr feminin wirken. Definitiv. Sehr, sehr schön. Also das gefällt mir auch richtig, richtig gut. Gut. Okay, dann sehen wir hier am unteren Bein, an der Wade, noch ein weiteres Tattoo. Und zwar hier so ein schönes Herz mit einem Heiligenschein und Flügelchen. Ja, und da steht Soul Matter. Soul Matter. Bin ich auch mal gespannt, was das bedeutet. Das war mein allererstes Tattoo. Und das ist ein Freundschaftstattoo mit meiner besten Freundin. Und das haben wir tatsächlich selbst gezeichnet, als wir 13 Jahre alt waren. Da wussten wir schon, was für ein Tattoo wir haben wollen. Und natürlich wurde das vom Tätowierer dann nochmal neu gezeichnet, aber die Vorlage ist von uns. Und ja, das Herz soll natürlich die Verbindung zwischen uns zeigen, denn wir sind beste Freundinnen, seit wir 4 Jahre alt sind und auch jetzt übrigens immer noch. Toll. Und das Tattoo habe ich vor 12 Jahren stechen lassen. War dann, ja genau, dein erstes. Ja. Wow. Und ja, die Flügel, die Engelsflügel und dieser Teufelsschwanz sollen halt auch dafür stehen, dass in jedem Menschen etwas Gutes und etwas Böses ist und dass kein Mensch nur gut oder nur böse ist. Und genau, das wollten wir da auch noch verewigen. Die 2 Seiten in jedem. Schöne Idee. Und deine Freundin hat es auch an der gleichen Stelle, oder? Die hat es am Unterarm, die sich das hier stechen lassen. Ja, toll. Damals war ich noch nicht so mutig. Ja, Genau. jetzt schon. Ja. Und tatsächlich durfte man in meiner Physio-Ausbildung keine sichtbaren Tattoos haben. Okay, ja. Da hätte ich das am Arm überdecken müssen. Ja. Jetzt ist es allerdings total egal. Also, falls sich jemand Sorgen macht in dem Bereich, das stört niemanden. Ist jetzt eh schon mehr, also toleranter geworden, das Thema, finde ich. Ja, da hat sich schon sehr, sehr viel getan. Ja, sehr schön. Eine ganz, ganz tolle und auch ja, eine Bedeutung, die verbindet mit einem anderen